und herzlich willkommen im Mercedes-Benz Sprinterwerk in Düsseldorf. Ich sitze hier im Cockpit des neuen voll vernetzten Sprinters, der erst vor wenigen Tagen der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde. Doch was bedeutet das für die Kollegen aus der Produktion? Wie bereiten sie sich auf ein neues Produkt vor? Um das herauszufinden, höre ich mich heute mal um. Hier in der Montagehalle bauen über 2000 Mitarbeiter im Dreischichtbetrieb den neuen Sprinter. Wie diese Mitarbeiter geschult werden, kann mir Thomas Laber erklären. Hi Thomas! Hi Sarah, herzlich willkommen. Dankeschön. Sag mal, welche Herausforderungen habt ihr denn mit dem neuen Sprinter? Der gesamte Montageprozess ist schwieriger als gedacht, da es für jedes Fahrzeug unterschiedliche individuelle Kundenwünsche gibt. Und wie habt ihr eure Mitarbeiter dann darauf vorbereitet? Hierfür haben wir eine eigene Schulungshalle eingerichtet. Zusätzlich haben wir für die komplexesten und kompliziertesten Bereiche ein virtuelles Montagetraining eingeführt. Aber wie das im Detail funktioniert, zeige ich dir am besten direkt vor Ort. Komm einfach mal mit. Cool. Hier siehst du jetzt unsere Schulungshalle mit den verschiedenen Schulungsinseln. Wurde die Halle jetzt nur eingerichtet, um die Mitarbeiter zu schulen? Ja genau, unser Schulungskonzept ist zweistufig ausgebaut. Das bedeutet, im ersten Schritt erlernen die Mitarbeiter mit Hilfe des virtuellen Trainings die neuen Arbeitsabläufe und die Bauteile ihrer neuen Arbeitsplätze. Anschließend vertiefen sie die theoretischen Kenntnisse durch praktische Erfahrungen direkt hier an den Schulungsfahrzeugen. Cool, das muss ich mir mal genauer anschauen. Kein Problem, probier es gerne mal aus. Hier ist Marc, einer unserer Schulungsmultiplikatoren. Er zeigt dir gerne, wie das geht. Hallo Sarah. Der Mitarbeiter erlernt die Tätigkeiten in 4 verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Und wir bauen jetzt virtuellen Scheinwerfer ein? Richtig, hier siehst du einen virtuellen Ausschnitt von unserem Fahrzeug. Und nun musst du die richtige Reihenfolge einhalten und natürlich auch dazu passend die Bauteile und Werkzeuge auswählen. Cool, das ist ja wie bei einem Computerspiel. Richtig, und jetzt kannst du es beim Thomas am Fahrzeug einmal ausprobieren gehen. Mach ich. Und, was hast du gelernt? Ich habe durch die virtuelle Schulung jetzt gelernt, an welche Stelle das Bauteil muss und könnte es in der richtigen Reihenfolge montieren. Sehr gut. Unsere Mitarbeiter, die wir hier über mehrere Wochen geschult haben, waren auch begeistert. Aber nicht nur das, durch das virtuelle Training war es uns beispielsweise auch möglich, im Vorfeld alle Varianten, alle Sonderausstattungen virtuell zu schulen, was wir sonst über die begrenzte Anzahl an Schulungsfahrzeugen gar nicht hätten sicherstellen können. Dadurch ist auch gewährleistet, dass trotz der gestiegenen Komplexität unsere Mitarbeiter bestmöglich auf den neuen Sprinter vorbereitet sind. Tolle Sache. Auf jeden Fall. Als Leitwerk der weltweiten Sprinterproduktion haben wir das virtuelle Montagetraining erfolgreich hier jetzt umgesetzt und sind damit wieder einen wichtigen Schritt gegangen in Richtung unserer globalen Strategie Intelligent Production Advanced. Ich habe heute einen sehr guten Eindruck bekommen, wie sich das Werk auf die neuen Aufgaben vorbereitet. Und ich bin begeistert. Bei Daimler wird in allen Sparten intelligent produziert.